Sie hatten die ganze Insel vermint. Die waren immer 50 Schritte vor unseren Panzern und suchten das Gelände nach Tellerminen ab. Aber dann gab es trotzdem hinter uns eine furchtbare Detonation, die uns von den Beinen riss. Es hatte einen der Panzer, die etwas seitlich fuhren, erwischt. Iwo Jima, eine winzige Felseninsel in der Volcano-Gruppe, halbwegs zwischen den Marianen und Japan. Die amerikanische Luftwaffe brauchte sie als Versorgungsstützpunkt für die B-29-Bomber, die ihre Angriffe auf das japanische Mutterland von den Marianen ausflogen. 19. Februar 1945. Nach wochenlangen pausenlosen Luftangriffen und einem dreitägigen Trommelfeuer durch die Schlachtschiffe und Kreuzer der 5. Flotte begann das Landeunternehmen Iwo Jima. Mehr als 70.000 Marines hatten den Auftrag, den Felsbrocken zu nehmen und damit einen weiteren Schritt zur endgültigen Niederwerfung Japans zu tun. In einem der ersten Landungsboote, die zu Wasser gelassen wurden, war Doug Jacobson, seit 2 Jahren bei den Marines und nicht so leicht durch irgendetwas aus der Ruhe zu bringen. Ich hatte schon 3 Landeunternehmen mitgemacht und war auch schon ein paar Mal in die Scheiße geraten. Hier sollte es besser sein. Sie hatten uns gesagt, dass nach zigtausend Tonnen Bomben sich eigentlich auf der Insel nicht mehr viel rühren dürfte. Hatten die eine Ahnung? Als die Landungsboote sich der Küste näherten, empfing sie Artilleriefeuer. Der Felsklotz war mit Meilen von Tunneln und Höhlen durchzogen. Unser Bombardement hatte die Verteidigungskräfte bei weitem nicht ausgeschaltet. Im Gegenteil, die Japaner hatten sie im Laufe der letzten Wochen noch erheblich verstärkt. Unsere Schiffsgeschütze mussten Sperrfeuer schießen, um die Landung überhaupt zu ermöglichen. Die erste Landungswelle näherte sich der Insel. Es gab nur einen Sandstreifen, an dem wir landen konnten. Alles andere war steile Felsküste. Wir kamen noch ganz gut heran. Nur vereinzelt gab es noch Abwehrfeuer von der Insel. Und das hörte, als wir auf den Strand liefen, ganz auf. Sie ließen uns ausbooten, ohne auch nur einen Schuss abzufeuern. Der Küstenstreifen war völlig offen, ohne jede Deckung. Tiefer schwarzer Lavasand, in dem man sich nur schwer bewegen konnte. Und dann ging es los. Die zweite Welle kam schon heran, als die erste noch versuchte, sich kaum 50 Schritte vom Strand entfernt in den schwarzen Sand hineinzuwühlen. Die Schiffsgeschütze konnten den Angriff nicht mehr unterstützen. Sie hätten unsere eigenen Männer gefährdet. Die an Land mussten sich selbst helfen. Die meisten von uns hatten sich, so gut es ging, hinter Bodenwellen und in Mulden in den schwarzen Dreck eingebuddelt. Das Zeug war feucht und klebrig und drang durch alle Knopflöcher. Es verstopfte unsere Waffen und verschmierte uns die Augen. Mit der zweiten Welle waren ein paar Panzer an Land gekommen. Die hatten zwar Räumschaufeln, aber schaffen konnten die auch nicht mehr. Allerdings hatte der Sand auch seine Vorteile. Einschlagende Granaten wurden von ihm verschluckt, sie hatten kaum Splitterwirkung. Trotzdem waren unsere Verluste schwer genug. Und das Schlimmste war, dass wir nicht über den freien Küstenstreifen wegkamen. Mittags war jeder Quadratmeter des Küstenstreifens mit Fahrzeugen, Geschützen, Munition und allen möglichen Ausrüstungsgegenständen bedeckt, die von uns an Land gebracht worden waren. Egal wo die Japaner hinschossen, sie trafen immer etwas. Wir mussten schließlich einen Teil unserer eigenen Ausrüstung sprengen, weil die Boote, die frische Kampftruppen heranbrachten, keinen Landeplatz mehr fanden. Ein Captain der Artillerie, Phil Pierce, schaffte es schließlich, die tödliche Umzingelung aufzubrechen. Wir konnten ein paar Feldhaubitzen in Stellung bringen und im direkten Schuss die nächsten japanischen MG-Nester zum Schweigen bringen. Es reichte, um mit Stoßtrupps an die Felsen heranzukommen und den Weg für den weiteren Angriff freizukämpfen. Wir konzentrierten unser Feuer dann auf die höher gelegenen japanischen Geschützstellungen. Am Abend des ersten Tages waren die gesteckten Angriffsziele nicht erreicht. Der Flugplatz der Insel und der höchste Felsrücken, Mount Suribachi, waren noch in japanischer Hand. Lediglich der Landestreifen und die ihn umgrenzenden Felshänge konnten als gesichert angesehen werden. Jetzt ging es darum, eine Ausgangsstellung für den Angriff auf Mount Suribachi zu finden.
Der Berg musste unter allen Umständen genommen werden, ehe Flugzeuge auf der Insel landen konnten. In der Nacht begann der große Feuerzauber, der den Suribachi sturmreif schießen sollte. Am Morgen rührte sich da oben nichts mehr. Aber wir kannten ja inzwischen die Taktik der Japaner. Solange sie unter schwerem Beschuss lagen, zogen sie sich in ihre Höhlen zurück. Und sobald wir vorgingen, wurden Berge wie der Suribachi zu feuerspuckenden Igeln. Im Morgengrauen des 20. Februar griffen die Marines an. Captain Pierce hatte seine Geschütze wie am Tag zuvor gleich hinter der vordersten Linie in Stellung gebracht. Unsere angreifenden Stoßtrupps waren so nah am Feind, dass wir ihnen wieder nur im direkten Schuss dicht über ihre Köpfe weg Feuerunterstützung geben konnten. Die Panzer, die sich auf dem zähen schwarzen Lavaboden nur im Zeitlupentempo bewegen konnten, hatten schwere Verluste. Am Abend waren wir vielleicht ein paar hundert Schritt näher herangekommen. Aber der japanische Widerstand war ungebrochen. Sie machten sogar Gegenangriffe und wir konnten uns nur mit Flammenwerfern die Japse vom Halse halten. Am Morgen danach griffen die Kampfflugzeuge der Trägerflotte in den Kampf ein. Ein Bombenhagel ging auf den Suribachi nieder. Die Antwort der Japaner ließ nicht lange auf sich warten. Eine Selbstmordstaffel ihrer Kamikaze-Flieger startete gegen unsere Flugzeugträger. Die Bismarck Sea wurde versenkt und die Saratoga außer Gefecht gesetzt. Am 4. Tag nach der Landung gelang endlich der Einbruch in die Hauptverteidigungslinie der Japaner um den Mount Suribachi. Ein Zug der Marines erhielt den Auftrag, bis auf den Gipfel vorzustoßen und ihn in Besitz zu nehmen. Diesem Zug schloss sich der Kriegsberichterstatter Lou Lowery an, der seit dem ersten Tag auf Iwo Jima dabei war. Einer der Jungs hatte eine amerikanische Flagge mitgenommen. Er meinte, da oben könnte man sie irgendwo zwischen den Steinen vielleicht aufpflanzen. Das würde den Japanern einen Schock versetzen. Aber erstmal mussten wir überhaupt den Gipfel erreichen. Überall in den Spalten und Höhlen hielten sich noch Japse versteckt. Wir schafften es endlich und fragten über Funk an, ob wir die Fahne hissen dürften. Die Antwort war, lasst sie flattern. Wir hatten unterwegs ein Stück Wasserrohr gefunden. Daran wurde die Flagge angebunden. Und dann stand sie da. Und jeder auf der Insel konnte sie sehen. Aber wir hatten die Japaner unterschätzt. Ein paar von ihnen griffen uns auf dem Gipfel an und warfen Handgranaten. Ich kriegte ein paar Splitter ab und flog den Felshang hinunter. Meine Kamera ging in die Brüche, aber der Film blieb heil. Unten am Strand traf ich auf Joe Rosenthal von der Associated Press. Joe ließ sich von mir erzählen, was passiert war. Hörte, dass ein stärkerer Stoßtrupp wieder zum Gipfel unterwegs war, um eine neue Flagge zu hissen, und sah zu, dass er so schnell wie möglich hinterherkam. Joe schoss eines der berühmtesten Fotos des ganzen Krieges, die Flaggenhissung auf Mount Suribachi. Und Bill Genaust, ein Filmreporter, hielt die Szene mit seiner Filmkamera fest. Wir kämpften noch immer um den Flugplatz, als auf dem Suribachi die Stars und Stripes hochgingen. Ich werde den Augenblick nie vergessen. Es hieß für uns, wir hatten die Höhen. Wir brauchten keine Angst mehr zu haben, dass die Japaner uns von da oben aus in den Rücken schießen konnten. Mit dem Mount Suribachi war der Süden der Insel in unserer Hand. Der Kampf verlagerte sich nach Norden, wo die Graben- und Tunnelsysteme der Japaner noch intakt waren. Sie hatten alles vermint. Wir waren immer 50 Schritt vor unseren Panzern und suchten das Gelände nach Tellerminen ab.
Aber dann gab es trotzdem hinter uns eine furchtbare Detonation, die uns von den Beinen riss. Es hatte einen der Panzer, die etwas seitlich von uns fuhren, erwischt. Wir gingen dann ohne Panzerschutz weiter vor. Das war eine beschissene Situation. Deckung fanden wir fast nirgendwo. Am 5. Tag nach der Landung kamen endlich Verstärkungen an. Die 3. Marine-Division übernahm mit frischen Kräften den Nordabschnitt. Es war wie überall, wo wir gelandet waren. Die Japaner verteidigten sich bis zum letzten Mann. Und nur selten konnten wir mal ein paar Gefangene machen. Iwo Jima wurde von 21.000 Japanern verteidigt. Als die Kämpfe zu Ende waren, lebten von ihnen nur noch knapp 300. Die Kämpfe um den Nordteil der Insel zogen sich in die Länge. Sie wurden härter und härter. Entsprechend schwer waren auch unsere Verluste. Die Einheit, zu der Doug Jacobson gehörte, war auf die Höhe 382 angesetzt, den höchsten Punkt im Norden. Die Japaner hatten da oben eine Radarstation gehabt. Sie war von unseren Bombern zerstört worden. Aber ihre B-Stellen sahen den ganzen Südteil der Insel ein. Wir hatten im ersten Ansturm den Gipfel erreicht und stellten auf einmal fest, dass wir in eine Falle geraten waren. In meiner Kompanie lebten noch ungefähr 30. Wir mussten uns irgendwie wieder nach unten durchschlagen. Ich kriegte eine Bazooka zu fassen und machte mich an die Japs heran. Doug Jacobson vernichtete mit seiner Bazooka 16 MG-Nester, 2 Panzer und 2 Flakgeschütze. Durch seinen Einsatz konnte die Höhe 382 wiedergewonnen werden. Für seine Tapferkeit erhielt er die höchste amerikanische Kriegsauszeichnung, die Medal of Honor. Noch während Iwo Jima umkämpft war, landeten bereits die ersten B-29-Bomber, die den Rückflug von Angriffen auf Tokio zu ihren Ausgangsbasen nicht mehr schafften. Über 5000 Mann der Bomberbesatzungen konnten durch den Besitz der Insel im Lauf der Zeit gerettet werden. Iwo Jima wurde zum wichtigsten Stützpunkt der amerikanischen Luftwaffe zwischen den Marianen und Japan. Der Kampf um den Nordteil der Insel ging indessen weiter. Die Japaner wurden zwar immer enger an der äußersten Spitze bei Kitano Point zusammengedrängt, aber es dauerte weitere 2 Wochen, bis der organisierte Widerstand zusammenbrach. Erst am 16. März konnte die Insel militärisch als gesichert gelten.
Trotzdem gab es immer wieder Gefechte mit versprengten japanischen Truppen, die sich irgendwo in den Höhlen eingenistet hatten und plötzlich zuschlugen. Man wusste nie genau wo. ...6.000 Amerikaner, 21.000 tote Japaner auf einem Felsbrocken von kaum 3 Kilometer Durchmesser. Iwo Jima hatte sich den Beinamen der Todesfelsen verdient.